Eine Weltneuheit bei Karthago mit Jan Herzog und Andreas Marein auf dem Caravan-Salon. Es ist der Aufbautag, es ist der Donnerstag, Anno Domini, 24. August 2023. Jan, ist der Andreas netter? Ja, natürlich, super nett. Warum? Weil er lustig ist, ja. Und immer was Gutes zu erzählen hat. Ja. Ja, er geht nicht zum Lachen in den Keller. Du bist ja Rheinländer. Genau, ich bin eine richtige Rheinländer Frohnatur und das lebe ich auch. Ja. So, dann komm mal links neben mich. Und wir werden mal diese rheinländische Frohnatur mal zeigen. Das ist ein Mercedes-Benz, das zeigt der Stern, der vorne drauf ist. Er hat ein Brüderchen. Genau, er hat ein Brüderchen, das wäre dann der Fiat. Der Fiat, den haben wir schon gefilmt, gibt es ein eigenes Video zu. Das hier wird ein Schnellabklatsch. Genau. Denn schaut euch bitte den Innenraum, der ist im Fiat vollkommen identisch. Ganz genau, der ist vollkommen identisch. Eigentlich sind beide Fahrzeuge auch absolut identisch. Halt nur hier ist ein Mercedes-Benz drunter. Der Mercedes-Benz hat in dem Augenblick jetzt leider einen Nachteil. Er ist nämlich von Natur aus etwas schwerer, sodass man den integrierten 145er LE-RB auf Mercedes-Benz nicht in der 3,5 Tonnen Klasse seriös bauen kann. Deswegen wird er direkt als 4,25 Tonner angeboten. Also der Vorteil 3,5 Tonnen, das da ist der kleine Bruder. Genau. Ich zeig's mal, das ist der Fiat, der da ist. Und der hat 3,5 Tonnen, hat circa eine halbe Tonne Zuladung. Fährt auch wirklich schnell dann. Du kannst dann mit 130, 140, 150, 160, 170 fahren mit der Maschine. Was spricht denn jetzt für den Mercedes? Weil dann könnte man sich doch gleich einen größeren nehmen. Ja, ich sage jetzt mal so, das ist immer so eine Philosophie halt. Ne? Der eine ist halt eher Mercedes-affin unterwegs und der andere halt eher Fiat-mäßig. Ich sage jetzt mal, wir haben vor kurzem einen Vergleichstest gemacht. Die beiden Chassis liegen wirklich mittlerweile so eng aneinander, dass man da jetzt nicht sagen kann, das eine oder das andere. In dem Augenblick, wo man bei 3,5 Tonnen halt einfach gefesselt ist, kommt man an dem Fiat eigentlich nicht dran vorbei und Zuladung haben möchte. Ja, es ist ein wunderschönes Auto, wir werden es gleich mal drin sehen. Der hat das Queensbett? Nee, der hat auch nicht das Queensbett. Der 145er ist im Moment halt der einzige Grundriss, den halt jetzt so logischerweise mit Einzelbetten halt gibt. Ob dieses Auto mal später mit einer Queensbett-Variante angeboten wird, ich habe jetzt auf meinem Community-Kanal auch einige Anfragen schon bekommen, das wird sicherlich mal irgendwann später der Fall sein. Im Augenblick ist es eine Einzelbett-Variante mit Raumbad. Preislich sind die stark auseinander? Nee, also eigentlich nicht. Also das Auto hier kostet im Grundpreis 123.000 € mit dem Fiat und mit dem Mercedes ist es unwesentlich teurer. Also schaut euch das Fiat-Video an. Da ist die Garage drin. Jan ist reingestiegen, mal kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben noch 6 Minuten. Jan, öffne bitte die Garage und steig mal rein. Ja, ja, bitte sei so lieb. Sie hat mich nicht sofort verstanden. Ist noch abgeschlossen, ja. Ja, sollen wir mal schnell auf die andere Seite? Wir gucken mal auf der anderen Seite. Ja, hier ist offen. Hier ist er offen. Denn die Garage ist nämlich gewachsen. Das hat einen Grund. Genau, die Garage ist gewachsen. Die hat also jetzt eine Breite von 1,35 Meter. Jetzt nehmen wir natürlich diesen Treppenaufstieg und die Leuchten nehmen wir jetzt einfach mal raus. 1,35, weil wir haben ein neu geformtes Heck. Das ist jetzt ähnlich dem E-Line, C-Line und S+. Und dadurch, dass das Heck eben nach außen jetzt gewölbt ist, bekommen wir im Innenraum, das heißt also für den Möbelbau wie auch für die Heckgarage, ich sag mal um und bei 10 Zentimeter mehr Platz. Und das hat es uns halt eben ermöglicht, im Innenraum nochmal komplett die Möbelgeometrie anzufassen und auch so ein Raumbad hinzukriegen. Also Fahrräder kriegst du hier locker vier E-Bikes rein, ne? Ganz, ganz locker. Genau, die Garage ist auch mit 250 Kilo beladbar. Sprich, also auch ein Motorroller, den könnte man hier reinstellen. Ja. Der ist sehr tief. Nochmal nicht verstanden? Der ist sehr tief. Wie meinst du sehr tief? Zum Laden. Also das heißt, du kannst sehr, sehr bequem beladen. Ach so, das meinst du jetzt, ja natürlich. Der steht natürlich jetzt hier im Messebetrieb, steht er auf diesen Böcken drauf und ist aufgebockt. Normalerweise ist der deutlich niedriger hinten. Ich kann dir jetzt die Höhe vom Boden bis zur Einstiegskante, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist ein Maß, das habe ich echt nicht im Kopf. So, und wir gehen mal rein, Ja. dass wir das ganze Auto mal sehen. Und das Cockpit Mercedes-Benz, Genau, richtig. da haben wir es. Ganz kurz, wenn ihr mich gerade nach rechts lasst. Da ist es. Und das ist der Hauptunterschied. Das heißt, du hast das Cockpit von Mercedes, genau. Das andere Cockpit von Fiat, die Breite, Länge, alles identisch. Absolut alles identisch. Bei Mercedes-Benz kommt das Auto ungefähr noch mal 8 bis 9 Zentimeter, wird es halt höher, weil der Mercedes vorne auf der Vorderachse etwas höher halt gebaut ist. Ansonsten ist das Fahrzeug sonst identisch. Und der Mercedes ist immer ein ganz kleines bisschen länger, weil der Mercedes-Benz vorne, ich sag mal, diese Nase, das Gesicht etwas weiter ausgearbeitet hat. Also ich fasse mal zusammen. Der Fiat 3,5 Tonnen, das heißt, du
hast den Vorteil bei dem Fiat, dass du den mit dem B-Klasse-Führerschein fahren kannst. Geht mit Mercedes nicht, aber du fährst hier ein kleines, leichtes, sparsames Fahrzeug mit irre Zuladung. Ja, richtig, genau so ist es. Du hast es auf den Punkt gebracht. Also dieses Auto jetzt hier, der hat eine Zuladung von und bei eine Tonne, wenn du den auf die... Eine Tonne. Wenn du den auf 4,5 Tonnen dann auflastest, 4,25 hat er ja ab Werk, den kannst du nochmal auflasten. Das ist eine reine papiertechnische Auflastung, also das Auto nicht angepackt und dann hast du fast eine Tonne Zuladung. So, großes Mercedes-Benz User Experience System ist drin. Das ist ja mittlerweile in allen Fahrzeugen. Ist auch den amerikanischen Geschmack geschuldet. Die Fahrzeuge der Sprinter in Amerika ein riesen Erfolgsmodell, gerade im Caravan- und Campingbereich. Und das MBUX in dem Fall eigentlich Pflicht. Und das macht Mercedes besser als Fiat, muss man schon sagen. Integration vom neuen System bei Fiat sehr gut. Ja. Also auch sehr gut, aber hier ist alles von Hause Mercedes-Benz. Ja. Du bist großer Fan. Ja, ich komme von Mercedes-Benz, das kann ich natürlich nicht verheimlichen, dass ich dann natürlich persönlich immer zu Mercedes-Benz tendieren würde, aber der neue Fiat, muss man echt sagen, der ist fast auf Augenhöhe unterwegs. Es gibt einen großen Vergleichstest bei uns auf dem Kanal, der geht, glaube ich, nächste Woche geht der online. Da sind die Chassis gegeneinander getestet worden und die gehen fast punktgleich auseinander. Das Mercedes-Benz, also MBUX kurz genannt, hat da auch, ist einer der Punkte, die ein bisschen besser abgeschnitten haben, weil die Sprachsteuerung viel einfacher und besser, ich sag mal, verständlich ist. Ja, komm ruhig rein. Am besten gehst du mal nach hinten. Er filmt ein bisschen Making-of, oder? Du musst aber die Kamera holen. Ja, geh sie mal holen, dass wir die haben. Der Kameramann ohne Kameramann heute. So, Schnelldurchlauf, 32 Zoll. Genau. Magst du mal probieren, Jan? Du hast ja eben gesehen, wie es ging. Wir machen es ganz schnell. Wir haben noch... So, wir haben noch 1,5 Minuten. Du drückst einfach raus, ziehst den Fernseher rausziehen, dann gibt es einen weiteren roten Knopf, den drückst du auch und dann fällt das Fernseher. Ja, eigentlich ist der rot. Fällt er raus. Also das, Der ist gelb? Okay, das ist ein Fehler. Normalerweise ist er wirklich rot. und du hast es noch nie vorher gemacht? Nein. Okay, also das ist wirklich easy. Mach's mal zurück, dass wir das den sehen. Knopf drücken, genau. Festhalten kurz. So, festhalten. Das war auch eine Metamorphose am Anfang. Vielleicht ist der deswegen gelb, weil ein Fehler dran ist. Ja, nein, das glaube ich jetzt nicht. Ja, doch. Der andere Ja. steht so weit draußen. Okay, Okay, gut. dann machst du es rein und schwenkst es dann wieder zurück. Genau. Okay, Kühlschrank, ein Absauberkühlschrank, ganz wichtig ist Autarkie. Ich selber fahre ja im Moment in meinem 4x4 auch einen Absauber, ganz neuen Dometic 10, aber hier haben wir die Kombi-Variante in einer Höhe. Besser kann es gar nicht sein, oder? Zum einen ausladen. Ja, super praktisch. Super praktisch. Der ist quasi auf Blickhöhe, hat nochmal ein kleines Gefrierfach hier drin. Das Gefrierfach kannst du auch rausnehmen. Dadurch erhöht sich hier nochmal in dem Bereich das Kühlschrankvolumen halt, wenn du jetzt da große Flaschen reinstellen möchtest. Und die Kühlleistung geht dann nochmal nach oben. Ne? Aber dann eben kein Gefrierfach. Also schaut euch bitte das Fiat-Video an, da haben wir alles nochmal viel detaillierter gezeigt, in einer halben Stunde sogar. Das Fahrzeug ist vollkommen identisch. Geh mal bitte kurz durch und setz dich mal aufs Bett bitte, dass wir das einmal kurz zeigen vom Raumgefühl her. Längs-Einzelbetten ist natürlich das Verkaufsschlagergerät, oder? Ja gut, okay, der Großteil der Fahrzeuge, die heute verkauft werden, haben nun mal längs Einzelbetten. Und dann ist es auch, denke ich mal, mehr als verständlich, dass wenn Karthago mit einem neuen Modell auf den Markt geht, dass sie sagen, wir bauen erstmal die Variante mit längs Einzelbetten. Und ich bin mir ziemlich sicher, da wird eine Queensbett-Variante folgen. Liftsystem. Er hat 2 große Kleiderschränke, die sehr leicht zu erreichen sind durch das Liftsystem. Und das Ganze geht wirklich federleicht. Und dann kommt man von oben dran, kann die Tür sogar noch öffnen. Das auf beiden Seiten. Ja. Haben viele Wettbewerber auch mittlerweile, aber Karthago hat das schon ewig. Also das war bei euch immer, immer gesetzt, dieses Liftsystem. Ja, genau. Also seit 2015 kenne ich es ehrlich gesagt nicht anders. Vorher gab es ein paar Modelle, die hatten das noch nicht gehabt, das Liftsystem. Aber es macht ja auch Sinn, du kannst von oben schön auf die Kleidung draufschauen. Die Dusche, wo du gerade da bist, riesengroß. Riesengroß die Dusche, wie gesagt Raumbad halt. Du kannst ja also nochmal, wenn die Transportsicherungen raus sind, kannst du das hier nochmal vergrößern. Und Das ist ja stark. Zeig nochmal bitte. Genau. Da ist eine Schiene drin, Genau, ziehst ist du raus. Schiene drin, dann kannst du hier diese Duschwand, die ist so ein bisschen flexibel halten und dann kannst du das rauslassen und dann entsteht hier schon ein relativ großer Duschraum. Wie fühlt sich das an? Du bist ja ein sehr preiswertes Modell gefahren, ja. Das ist schon was anderes, oder? Ich habe eben schon gesagt, das ist unvergleichbar. Also ich muss sagen, vom Design her fand ich den Etrusco jetzt auch nicht verkehrt. Entschuldigung. Ja, ist auch nicht gut. Man muss sagen, der kostet das Doppelte. Ja, genau, aber man merkt es aber auch. Also, Ja. Das ist also, funktioniert er da auch? ja, klar, sage ich ja.
Also funktioniert und es war trotzdem komfortabel. Also es war nur ein anderes Feeling. Also es hier ist eher so, wenn du hier es ist schon, das neue Design ist schon sehr schick gemacht. Vor allem ist das also der Christian, ne, unser Kameramann, der macht ja eigentlich mit mir hauptsächlich nur Carthago-Fahrzeuge. Und der ist selbst kein Wohnmobilist. Ne? Ich möchte jetzt gerade nicht mal eben nochmal entschuldigen für das, was du gerade gesagt hast. Und wir machen jetzt im Moment ein großes Special für Gebrauchtwaren. Da gehen wir natürlich auch in andere Fabrikate rein. Und es war gerade gestern gewesen, da kommt er zu mir und sagt, du, jetzt weiß ich, wenn du immer von dieser Carthago-Qualität sprichst, was du damit meinst. Weil wir haben ein Fremdfabrikat gemacht, ein niedrigpreisiges Fabrikat gemacht und da ist schon, der Unterschied ist schon feststellbar. Das muss aber auch so sein, dann wären ja unsere Autos einfach nur viel zu teuer, wenn sie alles gleich hätten. Das ist ja auch, wenn man reinkommt. Ja, ich meine, genau. man muss ja nicht ich muss tatsächlich jetzt echt sagen, ich habe nach 30 Sekunden habe ich direkt schon 3, 4 Punkte gehabt, wo ich direkt was zu meckern hatte irgendwie. Gut, ich finde auch bei Carthago was zu meckern, so ist es nicht. Ja, da gibt's auch aber es war wirklich so ein Aha-Erlebnis, wo ich wirklich dann auch direkt zu ihm gegangen bin und gesagt habe, du, pass mal auf, jetzt verstehe ich's und komm, lass uns doch mal da drin drehen. Aber das wollte er nicht. Er wollte nicht die anderen Marken so schlecht machen. Das finde ich auch. Nein, es hat nichts so schlecht. Es geht auch ums Geld. Also du musst sagen, dass sich also in einem ähnlichen Preisniveau die Fahrzeuge auch ähnlicher werden. Ja, das ist aber du kannst jetzt keinen 50.000 Euro Wohnmobil vergleichen mit einem 130.000. Das wäre auch unfair an der Stelle und ich möchte jetzt auch, ich würde niemals in einem Film jetzt über andere Marken schlecht sprechen. Die haben alle logischerweise ihre Daseinsberechtigung und wenn ich für 50.000 oder 70.000 Euro ein Wohnmobil kaufe, dann ist das die Hälfte dieses Fahrzeugs hier. Und da muss ein Unterschied da sein. Das kann ja gar nicht anders. Ja, ist auch so. So, dann bitte mal öffnen die Toilette. Wir machen es ganz schnell. Genau. Da haben sie eine Besonderheit, eine abschließbare Toilettentür, die das Ganze zum Raumbad macht. Und du hast optional noch eine Trenntür, die kannst du mit dazu bestellen oder auch lassen. Genau, und diese Trenntüre, von der du gerade sprichst, die würde jetzt hier oben in dieser Schiene entlang laufen und die würde dann den Schlafbereich zum Badezimmer nochmal trennen. So hätte ich hier jetzt wirklich ein komplett eigenes Badezimmer, was vorne und hinten nochmal komplett verschlossen ist. Diese Tür ist aber optional, die hat man eben aufgrund der Gewichtsoptimierung rausgelassen, weil nicht jeder die braucht. Also ich würde die ehrlich gesagt auch nicht brauchen. Ja? so, da siehst du die Beinfreiheit, du bist 1,82, hast lange, große Beine und bist etwas leichter geworden, das muss man auch sagen. Nee, also 8 Kilo abgenommen. 8 Kilo abgenommen. Und ist aber nur temporär, nehme ich an. Und das Ganze... Der ist so frech. Ja. Aber der weiß, wenn die Kamera läuft, dann hat er den Schutz der Zuschauer. Nee, das stimmt nicht. Der schneidet ja nie, der Kerl. Irgendwann kriege ich es mal so in die Fresse. Das ist wenn du gleich ausmachst, geht das schon los hier. Nee, komm, wir machen zu. Also, guckt euch das Fiat-Video an, da ist das Auto en Detail gezeigt. Ja. Das Ganze gibt es ab wann bei dir auf dem Hof? Ja. Eigentlich ab morgen sollte der da sein. Ich habe Anfang der Woche nachgefragt, der steht noch in Produktion. Das heißt, der wird diese Woche tatsächlich im Werk fertig. Also, ich sag mal Montag oder Dienstag steht der auf dem Hof. Okay. Die Gewährleistung, wie lange ist die eigentlich bei Carthago? 2 Jahre, logischerweise auf alles und 10 Jahre auf die Dichtigkeit. 10 Jahre auf die Dichtigkeit. So, da fährt er einmal im Jahr zu dir? Einmal im Jahr kommt er zu mir zur Dichtigkeitsprüfung und Aufbauinspektion. Kostet wie viel? Ich sag mal pro Prüfung so um die 180, 200 Euro netto. Aber da findet ihr schon mal was. Also es ist bei, ich sag mal, einer gewissen Prozentzahl von Fahrzeugen wird was festgestellt. Da guckt ihr nicht mal so hin, sondern ihr habt spezielle Geräte. Ja, also man findet da schon mal was. Das ist vollkommen normal. Ich sage immer, das erste halbe Jahr, das ist immer das spannendste Jahr. Ne? Da lernst du dein Wohnmobil lieben oder hassen, aber auf jeden Fall kennen. Und normalerweise hat man dann danach Ruhe. Am besten sind die immer, wenn die 2 Jahre dann alt geworden sind. Also es geht teilweise auch um Zubehör, was eingebaut wurde. Fenster, die vielleicht mal undicht werden könnten, aber nicht so viel. Aber nicht so viel. Aber alles in allem, bist du zufrieden mit Carthago? Ich bin sehr zufrieden mit Carthago. Also ich mache Carthago wirklich aus Überzeugung und Leidenschaft, sonst würde ich es auch nicht tun. Das ist tatsächlich so. Es ist ein tolles Produkt, wo man wirklich jeden Kunden mit abholen kann. Und es macht einfach Spaß, diese Fahrzeuge zu verkaufen, weil sie auch einfach vom Markt wirklich aufgenommen werden. Also viele Leute kaufen sich ja so ein Reisemobil 2, 3 Jahre, verkaufen es dann wieder, weil der Wertverlust dann nicht so hoch ist und die Preise steigen. Das ist ein Argument dafür, einen Carthago zu kaufen. Das heißt, also man investiert, fährt 2 Jahre, hat man gute Chancen, dass man mit, ich sag mal, sich in 2 Jahren einen neuen kaufen kann und macht nicht so viel kaputt? Also das würde ich jetzt für die letzten 4 Jahre so unterschreiben. Ob das jetzt in den nächsten
nächsten 2, 3 Jahren auch noch so in dem Trend weiter bleibt wie vorher, das würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Also Corona hat natürlich hier schon so eine Art Fluxgenerator eingeschaltet, in der ganzen Branche natürlich. Und Gebrauchtwagen werden im Moment etwas stärker in den Markt gespült. Das sieht man auch, wenn man sich die Bestandszahlen bei mobile.de anguckt. Bei uns im Neuwagensektor ist nach wie vor bei uns auf dem Handelsplatz nach wie vor noch ran. Der ist eigentlich ungebrochen, weil es gibt einfach immer noch viel zu wenig Fahrzeuge im Markt. Ja, Andreas mal rein. Und wir machen gerade einen Sekundenblick noch in das Schwestermodell und dann verweisen wir auf das Video. Dieses Modell hier heißt C-Tourer 145 RBLE Superieur auf Mercedes-Benz Sprinter und 127.320. Preislich geben die sich ja auch nichts, oder? 4.000 Euro. 4.000 Euro. Auseinander. Ja, ganz Gut, genau. dann spricht er die 3,5 Tonnen. Hier steht er. Das ist der Fiat, das gleiche in grün. Und wir sind jetzt bei 15 Minuten. Das ist für uns auch schnell. Das ist ein Quickie für dich. Ja. So, tschüss Andreas. Heute Messetag, Caravansalon. 24. August. Tschüss.